viele Sachen zu bieten. Darf ich das Ding mal kurz zu dir rüberschießen hier? So, ich glaube vom Ablauf her bin ich jetzt gefordert. Und zwar gibt es doch jedes Jahr diese Präsentation, wo wir darstellen, was wir als Team erarbeitet haben. Jetzt brauche ich einen Klicker, um die Charts zeigen zu können. Leute, gib mir mal kurz einen Klicker irgendjemand. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt rumliegt. Ah, perfekt, perfekt. Danke dir. Genau, ist doch so. In den letzten beiden Jahren haben wir das ja auch gemacht, allerdings da bei YouTube präsentiert und ein bisschen zusammengetragen, was wir so im Netz beobachtet haben an Zahlen, an Beispielen, auch vielleicht an ganz anfassbaren Sachen, die man nachmachen kann. Am Ende ist unser großes Ziel mit diesen Charts, mit dieser Arbeit unseres Teams der Redaktion, euren Besuch hier, euer Eintrittsgeld direkt jetzt hier in den nächsten Minuten zu rechtfertigen, dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt hier nicht nur Inspiration mitgenommen, ein paar Leute getroffen, hatte eine gute Zeit und es waren noch berühmte Bands da, sondern ich habe da aber irgendwie anfassbare Sachen gelernt und ein paar Sachen kann ich direkt morgen selber zu Hause machen. Das ist der Versuch und wie jedes Jahr nennen wir das, kleiner hatten wir es mal wieder nicht, ganz hochtrabend State of the German Internet. So, da kommen wir jetzt zu. Und als ich das im letzten Jahr vorgetragen habe, da war das so, dass wir uns gefragt haben, wer sind eigentlich digitale Verlierer? Wer hat eigentlich in der Digitalwelt Probleme? Kann man da also auch mal einen Loser zeigen? Und man konnte da wirklich niemanden finden. Alles war auf totalen Höchstkursen und Höchstständen und die Umsätze gingen durch die Decke. Es gab in der digitalen Welt de facto, das war das Chart von damals, keine Verlierer. Und heute, muss man sagen, hat sich das ein bisschen geändert. Wenn man mal schaut, das ist eine relativ wahllos zusammengestellte Gruppe von Digitalfirmen quer durch die Welt, verschiedenste Geschäftsmodelle. Aber was man wirklich einheitlich sehen kann, und man hätte noch viele, viele weitere Firmen dazufügen können, alle haben in den letzten 12 Monaten massiv an Wert verloren. Also wirklich Marktkapitalisierung an den Börsen, auch in den privaten Märkten, Wahnsinns-Einbrüche. Ist ja auch klar, es gibt auf einmal wieder sowas wie Zinsen. Geld hat wieder einen Preis, es gibt andere Anlagemöglichkeiten, es gibt sowas wie Krieg tatsächlich, wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt Inflation. Das drückt auf die digitale Welt, auf die Wertschöpfung der digitalen Welt. Und dann gibt es ja so dieses Smalltalk-Wissen, dass man sagt, naja, aber die Digitalisierung hat doch alles, oder vor allem die Corona-Krise vielmehr, hat doch alles nach vorne gezogen. Also die Digitalisierung wurde beschleunigt aufgrund der Corona-Krise. Alle Effekte, die vielleicht sonst in den nächsten Jahren gekommen wären, die sind jetzt schon da. Und da muss man sagen, das ist nicht so. Weder bei den Preisen und bei den Unternehmensbewertungen, noch übrigens auch bei den Umsätzen. Wir haben so einen Effekt, der sieht so aus bei E-Commerce-Umsätzen. Also die E-Commerce-Umsätze, die nähern sich gerade der Kurve an, sieht man hier in Gelb, die wir wahrscheinlich auch gehabt hätten, wenn es keine Corona-Krise gegeben hätte. Also dieses Smalltalk-Wissen, Sachen werden nach vorne gezogen aufgrund von Corona, die Digitalisierung wurde beschleunigt. In Teilen stimmt das, aber in ganz großen Teilen nähern wir uns jetzt wieder einer Normalisierung an. Stichwort Firmenbewertung, Stichwort auch E-Commerce-Umsätze zum Beispiel. Und wozu führt das in Zahlen? Wir haben doch hier in den letzten Jahren einen Index eingeführt, den German Internet Index, den GIX, um zu zeigen, wie geht es eigentlich unseren hauseigenen deutschen börsennotierten Digitalunternehmen. Und die haben, die Zahlen, die ich gerade gezeigt habe, lassen das vermuten, in den letzten Monaten ebenfalls stark an Wert verloren. Also das deutsche börsennotierte Internet ist fast 60% eingebrochen. Krass, ja? Dasselbe übrigens auch in China. Die großen 3 chinesischen Plattformen, die wir rausgegriffen haben, BAT, also Baidu, Alibaba und Tencent, haben auch massiv an Wert eingebüßt. Nicht ganz so doll, was daran liegt, dass schon bevor sozusagen dieser Tech-Sell-Off kam, dass da schon aufgrund von Regulierung ganz viel Verluste sozusagen entstanden sind, schon vor einer längeren Zeit als nur vor einem Jahr. Insofern wäre der Einbruch wahrscheinlich noch stärker gewesen. Der war aber schon ein bisschen runtergegangen, weil man in China sehr viel Angst hat, dass Digitalfirmen reguliert werden. Diese Angst braucht man ja hier Gott sei Dank nicht haben. Bislang zumindest nicht, wofür ich logischerweise sehr dankbar bin. Aber in China war das so. Auch da gehen die Zahlen runter und sie werden noch stärker runtergegangen. Und dann, wie jedes Jahr, gucken wir auf die großen amerikanischen Plattformen. Die heißen jetzt hier Google, Amazon, Facebook. Irgendwie das F ist ja eigentlich falsch. Ja, wer in einer anderen Halle schon drüben war, der weiß, es heißt ja mittlerweile Meta. Trotzdem hier nochmal GAFA, Google, Facebook, Amazon und Apple. Und wie haben die sich entwickelt
in den letzten 12 Monaten. Und das ist wirklich krass. Trotz Krieg, trotz Inflation, trotz Zinsen, die GAFA-Firmen sind trotzdem auf einem extrem hohen Niveau weiter gewachsen, haben weiter an Wert zugelegt. Es gibt sowas wie eine Premium für sehr profitable, sehr, sehr große Digitalfirmen. Das ist so eigentlich verrückt. Aber wenn man dann tiefer reinschaut und sich diese 4 Firmen mal im Detail anguckt, dann sieht man, es geht da gar nicht mehr allen gleich. Sondern auf einmal ist es so, dass eine Google und eine Apple den Wertzuwachs voranschiebt und Meta und Amazon sich durchaus schwerer tun. Woran liegt das? Sicherlich bei Amazon, ich habe gerade über E-Commerce-Umsätze gesprochen, bei Facebook gibt es auf einmal sowas wie TikTok, das groß ist, es gibt irgendwie neue Arten der Datenregulierung, es wird nicht mehr alles weitergegeben, so einfach aus den Browsern. Apple und Facebook sind ja da bekanntlich sehr stark im Clinch. Also das drückt schon so ein bisschen auf GAFA. Und es gibt noch was, ich wollte euch noch einen Chart zeigen. Eigentlich wollte ich es nur zeigen, damit ihr es hier als erstes gehört habt und ich dann immer sagen kann, ich habe es als erster erzählt. Es sieht doch so aus. Das sind sozusagen große Social Network Apps, große Social Media Apps, die wir alle kennen, mittlerweile auch TikTok. Und dann gibt es da noch so einen Ordner mit New Social Media Apps. Und da sind jetzt Firmen drin, und das ist relativ neu, die heißen dann zum Teil BeReal, Paparazzi oder Dispo. Noch relativ klein. Aber die Neuigkeit hier ist, das ist interessant, finde ich, dass große Wagniskapitalgeber, große Investoren, auch die besten der Welt am Ende, Andreessen Horowitz und andere, dass die sich vor einiger Zeit schon mal entschieden haben, wieder Geld zu investieren in Social Networks. Das gab es jahrelang nicht. Da hat kein Mensch, kein Profi-Investor Geld gegeben an einen Gründer, der ein Social Network gründen wollte. Das war einfach aus deren Sicht unlogisch, machte keinen Sinn. Aber jetzt scheinbar erkennt man, okay, es könnten wieder demnächst neue Social Networks entstehen. Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht? Also selbst GAFA wächst zwar weiter, aber ist ein bisschen im Umbruch. Da bin ich mir ganz sicher, gucken die großen Digitalfirmen ganz genau hin. Und eine von diesen Apps, die ich da gerade gezeigt habe, Paparazzi oder BeReal, kommt hier sogar aus Europa. Also das hier noch alles ganz, ganz, ganz kleine Pflänzchen. Keine Ahnung, ob die groß werden, aber wenn eine davon groß wird, dann war sie zumindest hier auf der OMR 22 schon mal Thema. Was gibt es noch für digitale Trends? Na, das ist ja so ein bisschen, dass wir uns immer fragen, Zahlen gut und schön, aber was waren denn so ein bisschen die Sachen, die die Branche bewegt haben? Was war vielleicht besonders in? Und eine Sache, die besonders in war in den letzten Monaten, war das hier. Das ist jetzt keine Vorschulklasse aus Berlin-Mitte, sondern das sind die Namen von Digital-Startups. Also es ist vollkommen in, Digital-Startups einen Vornamen zu geben. Ihr kennt alle Luca, viele, viele andere. Selbst vor Horst macht das nicht halt. Ne? Horst, die Online-Baumarktkette. Also, in ist, Vornamen zu verteilen. Was ist noch in? In sind die ganz großen Kryptobudgets. Also schon total faszinierend, wie viel Geld diese Kryptofirmen haben. Wir haben ja gleich hier als nächstes auch einen der absoluten Weltstars des Krypto, den Gründer von Binance hier auf der Bühne, müssen wir darüber sprechen. Aber wenn man mal guckt, was da gerade passiert, ne? Ich habe ja gerade von Binance gesprochen, die hier kaufen sich ein auf das Trikot von Lazio Rom oder kaufen große Naming Rights, also Krypto-Marketing überall, wo es teuer ist, wo Werbeflächen ganz, ganz viel Geld kosten, natürlich auch ganz, ganz viel Aufmerksamkeit liefern, da kaufen Kryptofirmen sich gerade ein. Für das Trikot von Lazio Rom zahlt der CZ, der ja gleich kommt, irgendwie für 2 Jahre 35 Millionen. Und bei Lazio Rom, ich meine, wir reden jetzt hier nicht von Schalke 04, es ist nur Lazio Rom, 35 Millionen. Oder hier, die Crypto.com Arena in LA, das große Stadion. Dafür zahlt Crypto.com für 20 Jahre 700 Millionen, damit das Ding Crypto.com heißt. Ja? Also das ist in, große Kryptobudgets. Was ist noch in? In sind Roll-Ups. Was meinen wir mit Roll-Ups? Also Märkte zu konsolidieren im Internet. Das fängt zum Beispiel an bei Amazon-Händlern. Es gibt ja ganz viele kleinere Amazon-Händler, 1-Personen-, 2-Personen-, 3-Personen-Firmen. Und die werden jetzt gerade zusammengekauft. Zum Beispiel von so neuen Firmen wie SellerX oder es gibt auch Trasio, es gibt ganz viele weitere, die mit großen Budgets hingehen und versuchen, hier den Amazon-Handelsbereich zu konsolidieren, aus den kleineren Händlern eine große Plattform zu bauen. Das gleiche gibt es auch rund um YouTube-Accounts. Auch da ganz viele Mom-and-Pop YouTube-Shops, kleinere Accounts,
die auf einmal aufgekauft werden, die unter einer größeren neuen Firma dann konsolidiert werden sollen. Da heißt es dann Moonbug. Oder ebenfalls wieder dieses Konsolidierungsplay im Shopify-Bereich. Shopify-Stores werden ebenfalls konsolidiert und heißen dann Open Store. Ganz spannend zu sehen, wie das weitergeht, weil, ich habe ja gerade schon gesagt, oder ihr wisst es ja längst, ich muss es ja nicht sagen, es gibt wieder sowas wie einen Preis für Geld, ne, also Zinsen. Es ist nicht mehr so einfach, große Budgets zu raisen in der heutigen Zeit. Mal gucken, ob diese Firmen auch in den nächsten 12 Monaten weiter die Kohle haben, um die Märkte zu konsolidieren. Aber in den letzten 12 Monaten, da hatten sie die und da war Roll-Upping ein großes Thema. Was ist noch in? Jetzt nicht unbedingt vielleicht diese Dame persönlich, aber was sie macht, ist offensichtlich in. Und zwar hört sie hier ältere Musik. Ältere Musik zu hören ist in. Oder wie man in der Musikbranche sagt, wie den Catalog zu hören. Also Sachen, die älter sind als 1, 2 Jahre, häufig 10, 20 Jahre alte Musik. Warum? Weil es einfach so ist, dass man ja früher Musik entdeckt hat oder überhaupt Musik kennengelernt hat übers Radio. Aber in Zeiten von Spotify und anderen Streaming-Plattformen steigt man ja gar nicht mehr übers Radio ein, sondern man geht direkt dahin, um Musik zu hören. Und was hört man dann? Die Navigation ist halt, es gibt halt keine Kuration, es gibt eine ganz andere Navigation. Deswegen hört man Sachen, die man schon vielleicht von früher kennt. Man hört ältere Musik. Es wird viel mehr ältere Musik gehört als in früheren Zeiten. Das machen die Streaming-Plattformen. Und was ist dann die Konsequenz dessen, dieses Effekts? Die ist, dass diese Menschen, die diese ältere Musik gemacht haben, wahnsinnig reich werden. Waren sie schon vorher, aber werden noch reicher. Achtet mal, Bruce Springsteen hat die Rechte an seinem Catalog, der jetzt ja so häufig gestreamt wird, verkauft an Sony für eine halbe Milliarde. Oder der Bob Dylan, ebenfalls 9-stellige Summen. Der David Guetta hat 100 Millionen gekriegt. Dann Linda Ronstadt, David Bowie auch nochmal 250 Millionen. Investoren, große Konzerne kaufen Musikrechte, weil die Streaming-Plattformen natürlich weiterhin für jeden gestreamten Song bezahlen müssen. Da gibt es halt eine Vergütung für jeden Stream. Und die alten Streams sind halt jetzt beliebter. Und dann ist es auf einmal spannend für Investoren, die riechen das sofort, sind da reingegangen. Also alte Musik ist in. Was ist überraschenderweise noch in und was hat zu einem unfassbaren Geldsegen in Ostwestfalen geführt? Weiß wahrscheinlich keiner. Der QR-Code ist in. Wer hätte das gedacht? Ein Stück Technologie, das auch eigentlich tot war. Auf einmal ist dieser QR-Code hier wieder in. Oder auf einmal, was heißt wieder? Ist in. Das war doch irgendwie so ein bisschen so lächerliche Technologie. Haben wir alle drüber gelacht und dann kam Corona und auf einmal sind wir alle so QR-Code-süchtige und jeder Roller und überall ist QR-Code. Und diese beiden Typen hier, die heißen beide Nils und leben irgendwo in Ostwestfalen, haben 300 Millionen bekommen für ihre Firma, die heißt Ego Detour und macht am Ende QR-Codes für andere Firmen. Hat den alleine gehört, gibt es auf jeden Fall 2 neue reiche Menschen in Ostwestfalen dank des QR-Codes. Also der ist nach wie vor in. Was ist out? Dieses Jahr, ich habe das schon angeteasert, gibt es ein paar Sachen. Zum Beispiel diese Dame hier, die war noch im letzten Jahr super in. Das ist Cathie Wood, so eine der bekanntesten Digitalinvestorin der Welt. Sie hat ihre Fondsfamilie, die ARK-Fondsfamilie, und hat irgendwie entsprechend ganz, ganz viele Digitalfirmen im Portfolio. Und man muss jetzt kein Prophet sein, um zu ahnen, dass die richtig heftig durchgeschüttelt wurde in den letzten Monaten. 80% haben ihre Fonds an Wert verloren. Trotzdem, übrigens Fun Fact, es gibt neue Zuflüsse in die Fonds hinein. Also, obwohl die jetzt irgendwie so viel verloren haben, glauben scheinbar einige, das ist der Boden, jetzt kann ich der Dame ja wieder neues Geld geben, weil jetzt wird die Technologie wieder nach oben gehen und dann kann ich davon profitieren. Also Zuflüsse ja, aber richtig, richtig harte Monate. Was ist noch out oder nicht mehr so in? Hollywood. Da war es doch jahrelang so, die hatten das totale Monopol auf guten Content. Egal wo auf der Welt Inhalte geguckt wurden, die alle begeistert haben, sie kamen aus Hollywood. Und das ist nicht mehr so. Mittlerweile kommt der geile Scheiß auf Netflix und sonst woanders her. Zum Beispiel aus Korea mit Squid Game oder aus Spanien mit Money Heist oder aus Frankreich mit Lupin. Also gute Inhalte kommen mittlerweile von überall her. Das ist doch eine Verbesserung. Was ist noch out? Klar, IPOs. An die Börse gehen ist nicht mehr so angesagt. Ne? Letztes Jahr im ersten Quartal, allein in den USA, 400 Börsengänge. Dieses Jahr, selbe Zeitraum, nur noch 80. Also 80% weniger Börsengänge in den USA jetzt. Und die Zahlen sind in Deutschland und weltweit ähnlich. Also das ist nicht mehr so das Thema.
Was ist noch out? Gratis-Inhalte. Als der Kollege Buchholz noch bei Gruner & Jahr in Amt und Würden war und ich da auch noch mitmischen durfte, als Assi da die Charts ballen, da war alles gratis. Und es war auch danach bis eigentlich vor kurzem irgendwie sehr, sehr viel gratis auf den besten deutschen Inhalte-Webseiten. Bei der FAZ, beim Stern, beim Spiegel, bei der SZ, überall. Und das hat sich in den letzten Monaten schon schleichend geändert. Wenn man mal so guckt, also so sah die Website damals aus, 2018, und so sieht sie heute aus, 2022. De facto ist alles hinter der Paywall. Und zwar nicht nur bei der FAZ, sondern wirklich quer durch die Bank. Egal wo, gute Inhalte, auf einmal kosten sie Geld. Das ist ziemlich neu. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, ich weiß es nicht. Das ist auch, glaube ich, nicht einfach zu sagen. Auf der einen Seite kann man argumentieren, ja, gute Inhalte kosten halt Geld. Auf der anderen Seite, wenn jetzt immer weniger Leute bereit sind zu bezahlen und dann überhaupt noch erreicht werden von Inhalten, die ja wichtig sind zum Teil, das wäre auch nicht so gut. Was ist noch? Naja, out ist jetzt viel, viel, viel zu hart, aber was ist noch schwieriger geworden in den letzten Monaten? Performance Marketing. Also unsere Disziplin. Ich bin ja auch mit Performance Marketing groß geworden in den letzten Jahren, irgendwie mit den ersten unternehmerischen Schrittchen gemacht im Performance Marketing Bereich, und da war das auch noch viel, viel einfacher. Da hatte man einen sehr, sehr klaren Blick auf die Menschen. Man konnte sehr, sehr genau gucken, wen adressiert hier die Werbung. Es war viel besser aus Marketing-Sicht. Kann man auch darüber diskutieren. Aber jetzt, mittlerweile, ist diese Welt für Werbetreibende extrem blurry geworden, nicht mehr so gut sichtbar, weil einfach neue Datenschutzrichtlinien, Cookie-Problematiken oder Cookie-Technologieveränderungen dafür gesorgt haben, dass man als Werbetreibende seinen Nutzer nicht mehr so ganz genau sehen kann. Es wird auch dazu noch teurer und es wird unschärfer. Und deswegen, jetzt kommt die Überleitung, haben wir uns natürlich gefragt, was kann man denn trotzdem noch machen, um irgendwie Leute zu erreichen, um eine Story zu erzählen, um irgendwie neue Marken, neue Geschichten, neue Projekte, auch vor allen Dingen gute Sachen nach vorne zu treiben. Das sind jetzt unsere gleich folgenden Punkte, die wir da gefunden haben. Der erste Punkt, der heißt bei uns Hacking the Feed. Und damit ist gemeint, dass es doch eigentlich das Ziel sein sollte, und das ist immer mehr passiert in den letzten Monaten, dass sich Firmen und clevere Firmen fragen, wie komme ich in die Feeds der Menschen hinein, also bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, überall, ohne direkt dafür bezahlen zu müssen. Weil es ist alles blurry geworden, es ist noch teurer geworden, ich möchte nicht unbedingt durchs Auktionsverfahren durch, aber ich möchte trotzdem irgendwie in den Feeds der Menschen erscheinen, weil da ist die Aufmerksamkeit, da ist die Relevanz. Wie mache ich das? Und da haben wir ein paar Cases. Das erste Case sieht so aus. Es kommt von Chelsea, hier sind die Chelsea-Spieler beim Training, und Trivago. Trivago, die Reisefirma, Hotelsuchmaschine aus Düsseldorf, deutsche Firma, der Axel Hefer, der Chef von Trivago, übrigens auch Aufsichtsratschef von Schalke, ist gestern hier auf der Bühne gewesen, der zahlt da allen Ernstes, sollte man ja meinen, Geld dafür, auf dem Trainingstrikot von Chelsea drauf zu sein, mit Trivago. Warum macht er das? Der ist nicht blöd, der ist wirklich richtig schlau. Aber trotzdem ist es ja nicht sofort klar, warum jetzt das Trainingstrikot? Eigentlich ist man doch als Werbekunde oder als Werbetreibender daran interessiert, dass man möglichst viel Aufmerksamkeit haben will. Und die ist ja im Fußball bekanntlich auf dem Spieltag, wenn das TV dabei ist, wenn die Spiele im Fernsehen übertragen werden. Ja? Deswegen ist es ja auch so, dass hier bei Chelsea das Spieltagstrikot, das blaue, 50 Millionen kostet, und das Trainingstrikot, was der Axel mit Trivago da kauft, das kostet nur 8 Millionen. Aber trotzdem 8 Millionen für Trainingstrikot, warum? Der Grund ist, dass einfach ganz viel Aufmerksamkeit auf Chelsea liegt, wenn die gar nicht spielen, sondern wenn die trainieren. Es ist ja so, dass die mittlerweile als Verein fast 100 Millionen Follower haben auf allen sozialen Plattformen. Und die posten natürlich permanent. Die posten halt 6 Tage die Woche vom Training auf diesen Plattformen und nicht nur am Spieltag. Das heißt, mit dem Trainingstrikot erreichst du sozusagen 6 Tage die Woche 100 Millionen Menschen über die sozialen Accounts des Vereins und dann nochmal 100 Millionen über die sozialen Accounts des Kaders, der Spieler. Also sie haben ja auch alle riesige Accounts. Hier irgendwie Thiago Silva oder Romelu Lukaku, wie sie alle heißen. Auch unsere deutschen Harvards, alle riesige Accounts, und die posten ja auch permanent. Das heißt, für diese Kohle da, die 8 Millionen, haben die halt auf einmal ganz, ganz viel Social-Reichweite und kommen in die Feeds hinein. Das ist der Trick.
Der Wert von diesem Social Media, der da entsteht, haben wir mal schätzen lassen, ungefähr 30, 40 Millionen. Aber bezahlt werden nur 8, weil halt nicht bei Facebook oder bei Instagram selber bezahlt wird, sondern weil halt bei Chelsea das Trikot bezahlt wird für die 8. Das ist wahnsinnig clever gerade. Ne? Über Bande spielen, um in die Accounts reinzukommen oder in die Feeds reinzukommen. Wer macht sowas noch gut? Wie kann man das noch schaffen, wenn man nicht gerade über Trainingstrikots gehen möchte? Man könnte Außenwerbung machen. Ihr werdet vielleicht mitbekommen haben, die Kollegen von IWC mögen es, größere Fotos aufzuhängen. Und zwar nicht nur hier in Hamburg, sondern weltweit. Das ist jetzt hier gerade die IWC-Werbung am Times Square, relativ impressive. Das gleiche machen die in allen möglichen großen Orten der Welt, ob in London oder in Seoul oder halt wirklich an all den Premium-Locations rund um die Welt. Und warum machen die das? Ja, die wollen irgendwie schon da vor Ort Aufmerksamkeit haben, aber eigentlich zielen die auf die Feeds. Die wollen, dass die Leute, die das irgendwo sehen, in New York am Times Square oder im Zweifel auch hier in Hamburg, dass die das posten. Und das passiert auch. Wenn das gut gemacht ist, dann gehen auf einmal diese Anzeigen sofort in die Feeds der Leute rein. Über Bande. Du zahlst halt für die Außenwerbung, aber meinst als Werbetreibender eigentlich den Feed. Sozusagen die Leute, die vorbeilaufen, sind nur Mitnahme und sozusagen Mittler, wenn man so möchte. Wir haben uns mal, weil wir IWC ganz gut kennen, von der New York-Aktion die Zahlen geben lassen. Die haben darüber 9 Millionen Menschen erreicht, über die Maßnahme, und bezahlt für 4 Wochen am Times Square 200.000. Das ist irgendwie ein TKP von ungefähr 20 für ein totales Luxusprodukt. Ne? Bernd, du weißt noch, du warst ja früher bei der Gala, was normalerweise Luxusumfelder kosten. Da zahlst du TKPs von 60, 70, 80 Euro. Die zahlen halt nur 20 für eine so massive Kampagne. Auch das ist ein cleverer Weg, glauben wir, in die Feeds, in die Aufmerksamkeit der Leute. Und natürlich macht es nicht nur IWC alleine, sondern es macht auch Nike, es macht auch Balenciaga oder es macht auch Netflix. Was könnte man noch in der Offline-Welt machen, um irgendwie dann in die digitale Welt, in die Feeds reinzukommen? Man könnte zum Beispiel so Flugzeuge fliegen lassen, wie das früher war. Ne? Nur das holt halt keinen mehr ab. Also ein Flugzeug hier, das sieht so ein bisschen aus wie 80er Jahre. Das fotografiert keiner. Du musst halt schon heutzutage so Wölkchen machen, die dann sozusagen am Himmel entstehen. Ne? So Schriftzüge am Himmel. Das macht zum Beispiel eine Firma namens Young Poets Society, ein Modeunternehmen aus Nordrhein-Westfalen, die hießen früher mal Tiger, kennt man vielleicht. Die haben das hier über dem Rheinland gemacht und haben dafür, dass diese Flugzeuge das gemacht haben, dann am Ende 30.000 Euro bezahlt. Und gesehen haben es Millionen von Menschen. Hier sieht das auch hier wieder, 2 Millionen Views digital, dazu die ganzen Menschen im Rheinland halt selber, die das gesehen haben. Also das liefert, wenn man da drauf guckt, rein mediamäßig ungefähr ein TKP von 15 Euro für eine wahnsinnig aktivierungsstarke, markenwahrnehmbare Kampagne. Suchvolumen habe ich schon gezeigt, hier auch entsprechend dann 800% hoch. Also Young Poet Society, auf einmal wollen alle gucken, wer ist denn das, was machen die da? Und ja, wir haben das auch gesehen, an den Case vorbereitet, dachten wir, okay, eigentlich schon ziemlich geil. Ne? Was probieren wir auch mal aus, und entsprechend haben wir jetzt am Wochenende, es waren ja sehr klare Tage hier in Hamburg, blauer Himmel, auch gesagt, okay, komm, lass mal so eine Kampagne machen, und haben dann am Samstag und Sonntag hier so Flugzeuge aufsteigen lassen in Hamburg, die auch so Wölkchen gemacht haben. Da standen da so Sachen über OMR, und weil wir ja versuchen, euch echte Cases zu zeigen, wollte ich mal die Zahlen zeigen, die dahinter liegen, hinter der Kampagne. Also erstmal, natürlich hat es funktioniert, ganz, ganz viel Social-Media-Aufmerksamkeit für die Maßnahme hier in Hamburg. Und dann sieht man hier, dass das regionale Suchvolumen, als die Aktion losgegangen ist sofort durch die Decke gegangen. Also es ist fast wie Fernsehwerbung, du lässt die Flugzeuge aufsteigen und hast sofort, zack, Aufmerksamkeit darauf, als wenn irgendwo bei einem großen Programm ein Werbeclip läuft oder sowas. Und wahrscheinlich noch viel, viel mehr Wahrnehmung. Am Ende, ich habe ja gerade schon von den 30.000 erzählt, ich glaube, wenn man mit den Kollegen von Skytexter, so heißen die, nett spricht, dann kriegt man es vielleicht noch einen Tausender günstiger oder so, je nachdem, wo man das machen möchte. Man braucht halt gutes Wetter, aber wir fanden das auf jeden Fall ganz, ganz beeindruckend, was man da im Außenwerbebereich machen kann, um in die Feeds der Leute reinzukommen. So, das war das Thema Hacking the Feed. Nächstes großes Themengebiet, was wir gerade spannend finden, haben wir Docutainment genannt.
Also ich bin überzeugt, Dokumentationen sind schon lange bekannt, aber haben noch eine ganz andere Zukunft vor sich, als wir es aktuell alle so meinen. Dokumentationen sind einfach das Ding, ich habe es ja gerade schon mit Donata besprochen, was da Netflix und die Formel 1 bewerkstelligt haben, aber es gibt noch andere Cases. Zum Beispiel ist es bei Netflix aktuell so, dass aktuell schon bei Netflix über 1300 Dokus irgendwie zu schauen sind. Über 10% oder 12%, glaube ich, der Inhalte von Netflix sind Dokus. Dokus lieben die Menschen. Und zwar über viel, viel banalere Dinge, als man das so meint. Wir werden gleich ein paar Beispiele sehen. Es gibt auch bei YouTube Doku-Accounts ohne Ende. Und die erfolgreichen haben dann teilweise Millionen Follower auf YouTube, weil halt Menschen Dokus sehen wollen. Aber bevor wir zu den Beispielen kommen, wo man wirklich banale Dinge zeigt, über die Dokus eigentlich langweilig klingen, aber trotzdem millionenfach geguckt werden, fangen wir mal ganz, ganz oben an. Es war noch nicht mal eine richtige Doku, sondern so ein Biopic über Gucci, ein Kinofilm. Über Gucci kam ja vor kurzem raus, so eine Weltmarke wie Gucci kam ins Kino. Und was passierte danach? Na klar, noch mehr Menschen wollten wissen, was hat es mit Gucci auf sich, wo kriege ich den Scheiß. Das ganze Suchvolumen nach Gucci total durch die Decke gegangen. Oder unser deutsches Gucci, Penny. Auch ein extrem krasser Case. Die machen schon seit Jahren gemeinsam mit Spiegel Dokus und die werden richtig intensiv geguckt. 24 Millionen Views alleine bei YouTube für die Penny-Doku. Penny ist unter jungen Leuten, also ich meine jetzt so 16, 17, jung, nicht so wie ich jung, eine richtig coole Marke aufgrund der Doku. Das hat wirklich was gebracht für die, die sich da geöffnet haben. Das hat diese ganze Marke komplett neu belebt. Und alleine hier der Penny Store in Hamburg, in dem die Doku gemacht wurde, der sah früher so aus und dann hat der Penny entdeckt und dann den Store umgestaltet. Jetzt sieht er so aus. Ne? Also Dokus machen hat für Penny gut funktioniert und natürlich auf der ganz, ganz großen Weltebene, wir haben gerade darüber gesprochen, auch für die Formel 1. Ich hatte vor kurzem im Podcast gesprochen mit dem Chef von Red Bull Racing, also dem Chef des Formel 1-Teams von Red Bull, dem Christian Horner, und der hat mir nochmal erzählt, wie er Netflix erlebt hat, also die Doku. So yeah, I would say Netflix has played a key role in bringing in a new fan base and also a much younger fan base. Das ist nämlich wichtig, a much younger Fanbase. Das ist ja nicht gerade interessant, junge Leute zu erreichen. Und da sieht hier die Resultate. Seit es diese Doku gab, über 70 Millionen neue Follower der Formel 1 Social Media Accounts. Das sind echt große Zahlen. Die Doku hat es möglich gemacht, in der digitalen Welt zu wachsen. Und dann hat die digitale Welt dazu geführt, dass auch die echte Welt krass wachsen kann. Auf einmal gibt es Formel 1 Rennen in den USA. Da gab es jahrzehntelang gar nichts, da war die Formel 1 irrelevant. Und auf einmal gibt es dann ein neues Rennen in Miami, es gibt demnächst ein neues Rennen in Las Vegas, das Austin-Rennen ist viel größer geworden. Also so digitale Produkte wie Dokus zeigen dann auch hier Echtweltresultate. Aber was macht man, wenn man jetzt nicht irgendwie Penny oder Gucci oder die Formel 1 ist? Wir wollen das ja auch runterbrechen hier auf den Mittelstand, auf normale Leute, die auch fragen, okay, was kann ich denn jetzt irgendwie machen? Wie kann man docutainen? Und da haben wir ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel die Elektrobike-Marke OneMove. Kennt ihr, die machen so Elektrobikes, die man vor allen Dingen auch tracken kann. Man kann genau gucken, wo sind die gerade. Und wenn die geklaut werden, dann kann man die sozusagen orten und dann jagen. Da gibt es so Bike-Hunter, die jagen die. Und das wurde halt begleitet, gezeigt, wie halt OneMove da vorgeht. Und da wurden so kleine Doku-Clips gemacht. Und die haben richtig gut funktioniert. Und vor allen Dingen kosten natürlich viel. Es ist ja wirklich in-house, einfach nur das gecovert, was da ohnehin passiert, nämlich die Bikes wieder einsammeln. 1 Million Views. Wirklich nur für Produktionskosten. So einfach kann es sein, im Beispiel von OneMove. Oder Entschuldigung, hier sind die 1 Million Views. Oder mein Lieblingsbeispiel, muss ich sagen, ein Fahrschulinternat aus Thüringen. Die Fischer Academy. Also ist nicht so einfach, jetzt irgendwie für ein Fahrschulinternat in Thüringen Werbung zu treiben. Aber die haben es wirklich richtig geil gemacht. Was haben die gemacht? Wie haben die das Thema Doku für sich genutzt? Die haben Influencer, in dem Fall ist es hier die Katja Krasavice, eingeladen, dort ihren Führerschein zu machen und haben das dann einfach so ein bisschen begleitet. In so Clips, wie dann die Katja Krasavice zum ersten Mal am Berg anfährt oder die erste Fahrschule macht oder irgendwie die Prüfung macht oder all das, was man halt gerne sehen möchte. Und wozu hat das geführt?
40 Millionen Views, also richtig viel Aufmerksamkeit bei YouTube auf die Dokus der Fisher Academy aus Thüringen. Oder noch schwieriger, ein Hofladen bei Bernd in der Gegend in Husum, also da am Ende der Welt. Wie schafft es da so ein kleiner Hofladen mit so einer Website überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen? Ist doch eigentlich ausgeschlossen, oder? Total schwer. Was hat hier der Bauer Hansen, so heißt er wirklich, der Stefan Hansen gemacht? Der hat einfach seinen Alltag begleitet, ganz einfach gezeigt, wie er da oben in Husum aussät und irgendwelche großen Maschinen bewegt oder die Ernte einfährt oder den ersten Schnitt macht. Das einfach ins Netz gestellt. So banalen Kram. Aber genau das wollen die Leute sehen. Am Ende fast 40 Millionen Views auf seine Doku von seinem Hofladen da. Das ist doch geil, oder? Also ich fasse nochmal zusammen hier. Docutainment für jedermann, One Move, die Fisher Academy oder der Kollege Hansen aus Husum. Nächstes Kapitel. Was könnte man noch machen? Zeiten von schwierigerem werdendem Performance Marketing. Wie kann man noch heutzutage Aufmerksamkeit gewinnen? Ein Buzzword dazu, was jetzt ja schon seit Jahren durch die Gegend kursiert, heißt Gamification. Und wir haben uns jetzt gesagt, okay, wir gucken uns das Thema ein bisschen näher an, weil es, wir werden das gleich sehen, so groß geworden ist. Gamification ist wirklich massiv und deswegen, wie wir es so häufiger hier machen, wir zerlegen das mal so ein bisschen. Deconstructing Gamification. Steigen wir mal ein mit den erfolgreichsten Shopping-Apps des letzten Jahres nach Downloads. An wen denkt man da zuerst? Natürlich an Amazon. Aber die sind gar nicht die größte Shopping-App nach Downloads auf der Welt, sondern nur auf Platz 4. Es gibt 3, die viel, viel größer sind. Und zwar diese 3 hier. Shopee aus Südostasien, Shein aus China und Meesho aus Indien. Größere Shopping-Apps als Amazon? Wie machen die das? Die Wahrheit ist, die sind in Wahrheit gar keine Shopping-Apps, das sind eigentlich Games mit angeschlossenem Store. So sehen die aus, am Ende wie Games. Und Amazon dagegen sieht halt auch aus wie ein Store. Wie geht das? Also wie kann man jetzt mit so einem Game auf einmal so viel Zeug verkaufen? Und vor allem, was verkaufen die nochmal ganz genau? Mal kurz reingeschaut. Also Shopee, die Kollegen da aus Südostasien, die sind irgendwie ein Marktplatz für, positiv formuliert, Krimskrams und Quatsch, von irgendwie beheizbaren Toilettenbrillen bis Katzenspielzeug oder Ladekabeln. Aber wie kriegen die dieses Zeug jetzt in die Welt gedrückt? Und ganz wichtig, man muss das hier nicht gut finden. Ja? Ich erzähle ja viele Sachen, von denen ich auch begeistert bin, aber ich erzähle auch ganz viele Sachen, weil ich einfach euch zeigen möchte, was gerade so passiert. Ja? Also es geht darum, das zu zeigen und nicht das abzufeiern. Das ist zum Teil, was wir gleich sehen werden, schon so an der Grenze zur Perversion, aber es funktioniert. Was machen die bei Shopee? Die haben da ihre App und dann haben sie halt da Spiele, die man spielen kann. Die sehen verdächtig ähnlich aus wie andere Spiele, die man so kennt. Ne? Farmville, Candy Crush, so eine Version von Tetris. Das ist es natürlich nicht alles das Echte, aber es sieht halt so ähnlich aus. Und dann zocken die Leute da diesen Kram, den sie schon kennen, diese Spielklone. Das führt dann zum Teil zu 5 Milliarden Spielen an einem Tag. Dermaßen heftig hängen die Leute da in der App drin. Und bei jedem Spiel kann man dann irgendwelche Bonuspunkte gewinnen und sich seine Einkäufe vergünstigen. Das ist der Trick. Ja? Zocken gegen Rabatte. Ähnliches Prinzip bei Shein aus China. Die verkaufen halt sehr, sehr günstige Textilien. Und da geht es schon los, man bekommt halt Rabattpunkte für jedes Einchecken. Einmal in die App einchecken, gibt es schon Rabatte. Und wenn man dann mehrere Rabatte haben möchte, dann muss man häufiger einchecken. Und wenn man noch mehr Rabatte haben möchte, dann muss man hier an diesem Glücksrad drehen. Und wenn man dann die richtige Kombination stehen bleibt, dann wird der Einkauf günstiger. Und wenn man kann nur einmal am Tag drehen, trotzdem noch günstiger kaufen möchte, dann muss man halt dafür arbeiten, dass man an dem Tag mehrmals drehen kann an dem Glücksrad. Und wie kann man daran arbeiten? Man kann in der App einfach scrollen.
Ihr seht das hier. Mehr Chancen bekommt man durch einfach scrollen. 15 Sekunden runterscrollen bringt einmal mehr am Glücksrad drehen für mehr Rabatte. So schafft man Stickiness. Ne? Klar sind die Apps sticky, wenn die Leute dafür Scrollen Geld kriegen. Schon wirklich bizarr, aber so ist diese Aufmerksamkeits-, Digital- und Marketingwelt. Und wozu führt das? Auch zu wiederum massiven Resultaten. Shein ist in den USA nach Marktanteil mittlerweile der größte Anbieter in dem Segment. Ne? 30% Marktanteil mit günstigen Klamotten und mit massiver Gamification. Wer macht sowas in Deutschland gut? Und wieder, ich weiß, ja nicht jeder ist jetzt hier irgendwie Misho oder Shein, aber will vielleicht trotzdem was für sich mitnehmen und das vernünftiger hoffentlich dann machen. Ich halte das ehrlicherweise nicht für vernünftig, was sie da machen, aber es geht halt irgendwie. Zum Beispiel die Kollegen von Snipes, die auch hier unterwegs sind. Was machen die? Ein Sneaker-Store, die machen das so, das finde ich total nachvollziehbar. Die sagen, okay, du hast bei uns irgendwelche Sneakers gekauft, dann poste doch kurz ein paar Bilder von den Sneakers in der App. So einfach geht's und dann bekommt man dafür halt dann auch wieder Nachlässe. Oder Best Secret, ein Fashion-Shopping-Club, die sagen zum Beispiel zu Ostern, wir haben so Eier versteckt im Store und kann man so durch den Store, rumbrowsen, Sachen suchen und wenn man so ein Ei findet, dann bekommt man halt irgendwie Rabatte. Also Ostereierjagd, auch da geht es natürlich darum zu scrollen. Und am Ende sich die Produkte zu vergünstigen, also die nächsten Einkäufe günstiger zu bekommen. Die Kollegen von Moja, die diese Sammeltaxis machen, hier in Hamburg und in einigen anderen Städten in Deutschland, die geben noch nicht mal Rabatte. Die sagen einfach nur, hier ist so eine Bingo-Karte und wenn du dann irgendwie es schaffst, das Moja mit 4 Freunden gemeinsam zu nutzen oder 3-mal zu buchen zwischen bestimmten Uhrzeiten oder 5 Tage in Folge zu fahren, dann hast du hier die Bingo-Karte voll. Gibt es da nicht mal einen Rabatt dafür? Aber Menschen machen das. Menschen haben Bock zu spielen. Gamification. Das ist irgendwie das Thema. So, jetzt habe ich 3 große Themenbereiche durch. Ne? Dokumentation, Hacking the Feed und Gamification. Und meine Sorge ist ja immer, es ist doch irgendwer hier, der sagt, okay, ja, alles ganz gut und schön, aber so richtig morgen davon anwenden kann ich nichts. Und mein Eintrittsgeld hier ist immer noch nicht gerechtfertigt. Ich komme nach Hause von OMR und kriege dann irgendwie erzählt, du hast doch da nur gefeiert. Vielleicht auch. Aber jetzt kommen noch mal ein paar Beispiele, wo man wirklich, wirklich was lernen kann und was mitnehmen kann, dass ihr wirklich morgen zu Hause machen könnt und ihr spart euch und eurem Unternehmen, im Zweifel eurem Projekt, irgendwie Gelder oder kommt hoffentlich voran. Wir nennen das die Marketing Quick Wins. 4 Stück zum Abschluss. Ganz kurz. Als erstes war doch ganz lange immer die Rede von nutzergenerierten Inhalten, User-Generated Content. Was echt gut funktioniert, sind auch nutzergenerierte Anzeigen, User-Generated Ads. Was meine ich damit hier? Frank Juice. Das ist kein Food-Startup von Frank Thelen, sondern eine Saftkur, ein Saftanbieter aus München. Und die haben echt sehr clever eine Lösung gefunden, wie sie ihre Nutzer oder so Mikro-Influencer, also Leute, denen gar nicht viele andere Leute folgen, dazu bewegen, einfach kurz ein bisschen was über das Produkt, also in dem Fall den Saft, zu sagen. Und dann nimmt man dieses Video von diesen Leuten, also wie gesagt, die haben keine größere Reichweitenrelevanz, aber man bekommt halt von denen ein nettes Video und dann schaltet man bezahlte Anzeigen auf dieses Video und am Ende hat man eine Klickrate von 80% mehr als bei normaler, organischer, so ein bisschen artifizieller Werbung. Also echte, authentische Werbe-Creatives am Ende zu nutzen. Das ist der Trick. Nicht irgendwelche sozusagen von 3 Abteilungen abgesegneten Creatives, die dann total abgeschliffen sind und langweilig, sondern Nutzer das machen lassen. Das treibt Klickrate. Oder, nächstes Beispiel, lokale Meme-Sites, ein versteckter Marketingkanal, ganz sicher. Ich habe da vor ein paar Jahren mal hier erzählt, dass Meme-Sites eine gute Idee, oder generell Memes eine gute Idee sind. Dass so große Fashion-Designer hingehen und dann so Ikea-Taschen in Leder machen lassen und dann sieht es trotzdem aus wie eine Ikea-Tasche und soll dann auf einmal ein paar tausend Euro kosten und am Ende geht es nur darum, ein Meme zu erzeugen, also ein lustiges, humorvolles, unglaubliches Internetphänomen, das dann Aufmerksamkeit schiebt auf diese Fashion-Marke. Das habe ich dann so ein bisschen erklärt. Und trotzdem war damals ja auch schon klar, wie schwer es ist,
so Memes anzusteuern, so Memes bewusst zu erzeugen. Deswegen kann man vielleicht einfach sich an so lokale Meme-Sites wenden, die schon Reichweite und Aufmerksamkeit haben. Da muss man gar kein neues eigenes Meme erfinden. Man kann zum Beispiel hingehen und da gibt es sowas in Chemnitz, das nennt sich irgendwie Chemnitz Memes. Und dann gibt es da solche Posts, ne? Schon ganz lustig. Chemnitzer Bruschetta, oder es gibt so Posts irgendwie aus Düsseldorf, Düssel-Meme, auch wieder so lustige Bilder. Ne? Diese Accounts haben alle Reichweiten, teilweise ein paar 100.000, teilweise nur 20.000, 30.000. Oder es gibt hier eine Meme-Site aus Köln. Köln ist cool, 200.000 Follower, schon ein bisschen größer. Und was ihr da seht, dieses Venloer Straße, eine große Straße in Köln, demnächst autofrei und alle Gänsehaut, ist eigentlich ein Meme, aber es ist schon direkt auch Werbung für diese Rollermarke Dot. Die haben sozusagen sich da dran gehängt und nutzten da die Aufmerksamkeit von der Meme-Seite. Oder hier in Düsseldorf nochmal. Die Felix-Kollegen haben uns sogar Zahlen gezeigt. Die haben mit der Düsseldorfer Meme-Seite zusammengearbeitet und haben da 600 Installs für ihren E-Roller generiert für 2 Euro Kost per Install. Also extrem gute Tarife, weil halt einfach diese Meme-Sites, die lokalen Meme-Sites als Kanal noch gar nicht so bekannt sind. Da ist gerade Aufmerksamkeit günstig. Oder in Berlin, da gibt es so eine Meme-Seite, die richtet sich vor allen Dingen an Ausländer, die in Berlin leben. Und da hat dann eine Firma namens Lingoda, eine Sprachlernsoftware, eine Aktion gefahren, passt ja auch, ne? Da richtet man sich an Ausländer und haben uns erzählt, dass diese gemeinsame Aktion da mit der Meme-Seite das erfolgreichste war, was die jemals an Digitalwerbung gemacht haben für Lingoda. Das ist keine kleine Firma. Und so Meme-Sites gibt es wirklich kreuz und quer durch die Republik. Überall gibt es so Meme-Sites und die kann man ansprechen, zum Teil ein bisschen manueller, muss man den Leuten schreiben, per Instagram sagen, hey, hier, ich habe das gesehen, kann man eine Kampagne machen. Es gibt noch keinen Aggregator, aber sowas funktioniert. Also denkt mal über lokale Meme-Sites nach, auch für nationale Kampagnen, aber gerade natürlich für regionale Kampagnen. So, jetzt haben wir schon 2 Quick Wins gemacht, ne? Einen haben wir noch. Aktive Corporate Accounts. Was meinen wir damit? Eigentlich sind das so Firmen-Accounts immer total langweilig. Dann kommt da irgendwann eine Pressemitteilung raus von irgendeiner Firma über deren Corporate Account, die keinen Menschen interessiert. Und generell, was so Firmen-Accounts häufig in Social Media an Output verbreiten, ist doch eigentlich immer irgendwie belanglos oder interessiert keinen. Seit ein paar Monaten ist es so, dass man beobachten kann, wie so Firmen-Accounts richtig neu, richtig clever genutzt werden. Ganz anders. Viel kreativere Nutzung von so Accounts. Viel mutiger. Und dann ist es so, dann kommt ein neues Video oder Taylor Swift kündigt ihr Album an, hier bei TikTok, in so einem Post. Und jedem, der irgendwie digital kennt, ist klar, wenn Taylor Swift auf TikTok ein neues Album ankündigt, dann ist da massiv Aufmerksamkeit. Alle wollen das sehen, ganz, ganz viele Millionen Menschen gucken sich dieses Announcement, dieses Posting da an. Und entsprechend viel Aufmerksamkeit ist aber auf den Kommentaren unter diesem Video. Und das haben jetzt so Corporate Accounts begriffen. Die gehen hin und kommentieren da rein, um sozusagen kostenlos in den Kommentaren ihre Marke zu zeigen. Teilweise sogar auch richtig lustig. Und nicht nur ein paar, sondern ganz, ganz viele gehen da rein. Alle möglichen Corporate Accounts kommentieren in die großen Videos. Und kann man sagen, was soll der Scheiß? Es wird ja auch noch geliebt. Guck mal, die roten Herzen hier. Zum Teil Tausende, 50.000 Likes auf irgendwie die Lung Association. Keine Ahnung, was die machen. Oder hier 40.000 Likes auf The Met. Corporate Accounts, die da rein kommentieren, das funktioniert. Das ist kostenlos. Einfach organisch da in die Kommentarspalten die Attention mitnehmen. Und geht auch in Deutschland. Vor kurzem hat auch Dr. Oetker eine Pizza angekündigt mit Fischstäbchen drauf. Und jeder, der so ein bisschen Twitter kennt, weiß, okay, jetzt bei Twitter alle mal durchdrehen, weil Fischstäbchen auf Pizza. Und wer nutzt das aus? Ja, ganz viele Corporate Accounts, die da drauf einsteigen, die das dann irgendwie kommentieren, die das mitmachen und für ihre Firmen da Aufmerksamkeit ziehen. Auch das wird wieder geliked. Wie schwer ist es denn sonst bitte für irgendwie gute Frage, mal 150 Likes abzugreifen? Oder das Frittenwerk, 800 Likes aufs Frittenwerk, einfach weil die da rein kommentieren. So funktioniert es. Ja? Das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Hack. Oder, letztes Beispiel, es gibt doch diese eine Mail, die wir alle eigentlich immer aufmachen, nämlich die, wo drin steht, wann die blöde Bestellung endlich kommt. Die transaktionale E-Mail, die wird immer aufgemacht. Trotzdem schicken ganz viele Firmen immer solche Mails, wo man, ja, die haben jetzt meine Adresse und die schicken mir jetzt irgendwas zu, ist ja auch nicht schlecht. So E-Mail-Marketing, CM,
alles gut und schön, trotzdem Klickrate da, meistens nur 14%. Aber auf diese transaktionale Mail, ne, von der ich gerade sprach, wo der Bestellungsstatus drin steht, da ist auf einmal die Klickrate 80%. Das macht halt jeder auf. Und total überraschend eigentlich für mich, wenn man das so angeschaut hat und dachte mir, okay, warum nutzen nicht noch mehr Firmen diese Mails, versenden die Aufmerksamkeit, die sie quasi jetzt kostenlos in ihre transaktionale Mail bekommen? Amazon macht das zum Beispiel, dass sie zumindest in der Mail dann halt Kunden andere Dinge noch mitempfehlen in der transaktionalen Mail. Aber ganz viele Versender, E-Commerce-Firmen, Firmen jeglicher Art, die halt offizielle, relevante Mails verschenken da die Aufmerksamkeit. Das vielleicht als Anregung, nochmal drüber nachzudenken und mal nachher vielleicht seinen Besuch hier rechtfertigen und sein Marketing ein bisschen tunen kann. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Es gibt hier 4 Beispiele, 4 Quick Wins für euer Eintrittsgeld, die nutzergenerierten Anzeigen, die lokalen Meme-Sites, die aktiven Corporate Accounts und die transaktionalen E-Mails. Und insgesamt haben wir noch ein bisschen mehr geliefert. Wir haben Hacking in the Feed gezeigt, wir haben über die Dokus gesprochen, wir haben über Gamification gesprochen und wir hatten halt gerade die genannten Quick Wins mit dabei. Das Ganze wurde unterstützt von unseren Datenpartnern Advertase und der Vollpension Medien. Schöne Grüße an Kollegen Wedig aus Berlin. Super Hilfe bei der ganzen Erstellung. Dann gibt es natürlich auch hier, wie das immer so ist, Werbepartner. Es arbeitet ein ganzes Team daran, die machen das nicht umsonst. Deswegen auch hier haben uns viele Firmen unterstützt. Und das ist das Team, das es gebaut hat. Ich habe es am Ende vorgetragen, aber wirklich ganz, ganz viele Leute in der Projektsteuerung, im Coaching, in dem Design der Charts macht die Francesca jedes Jahr einen Monsterjob. Unsere gesamte Redaktion hilft dabei mit, dieses Ding zu bauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht schon jetzt hier den Besuch gerechtfertigt. Ihr müsst nicht sofort gehen, es kommen noch ein paar Kollegen, aber zumindest schon mal ein bisschen was hier erledigt und ich bin ein bisschen erleichtert, weil ich das Gefühl habe, okay, die Leute waren nicht ganz umsonst hier. Vielen Dank.